Atelier. Atelier. Realistische, anmutige Schönheit. Joseph Marr ist nur scheinbar ein klassischer Bildhauer. Berlin, Kreuzberg, ein Atelier im Hinterhof. Joseph Marr konzentriert sich. Ein neues Kunstwerk soll entstehen. Spannungsvolle Dinge tun sich. Egal, was ich tue, es geht nie darum, tue ich jetzt dies oder das. Es ist immer, ja, das ist es. Alles andere spielt dann keine Rolle. Eine klare Entscheidung. Aber vorher kämpft man sich durch all die verführerischen Ideen. Das könnte ja interessant sein oder jenes. Das muss man aber alles wegdrücken. Das Leichtgemachte. Denn da steckt nichts dahinter. Man darf sich nicht von Bequemlichkeit einnehmen lassen. Vorbereitungen. Mit Vanya, einem Model aus Luxemburg, übt Joseph Marr Positionen für seine nächste Skulptur ein. Sich selbst zu akzeptieren, sich freizulassen, darüber möchte ich eine Arbeit machen. Vanya ist in guter Gesellschaft. Das Atelier voller graziler Frauengestalten, transparente, fragile, stolze Gestalten, scheinbar der Antike entliehen, aber allesamt Frauen von heute. Das ist wie beim Malen. Man verliebt sich in die linke Seite des Gemäldes, aber die rechte ist einfach nicht gut genug. Die muss man dann einfach entfernen, um das Ganze nicht zu gefährden. In diesem Prozess stecke ich gerade. Die mittelmäßigen Ideen verschwinden, nur das Gute bleibt. Handwerklich ist Joseph Marr kein traditioneller Bildhauer. Er schlägt seine Skulpturen nicht aus Stein oder gießt sie in Bronze. Dennoch arbeitet er altmeisterlich mit leibhaftigen Modellen. Jedoch benutzt er die technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts und scannt seine Modelle, die dazu weiß gepudert werden, um danach stundenlang in Starre auszuhalten. Ich möchte nicht wie Rodin arbeiten. Er legte so viel von seiner Persönlichkeit in seine Skulpturen. Wenn man eine Hand seiner Skulpturen betrachtet, dann sieht man darin Rodin. Das will ich nicht. Ich möchte nicht mich sehen, ich möchte sie sehen. Für meine Skulpturen stelle ich mir eine exakte Nachbildung der jeweiligen Person vor, so nah am Leben wie möglich. Mit dem 3D-Scanner komme ich so dicht dran wie mit einer 3D-Fotografie. Wenn die Betrachter dann die Figur sehen, schauen sie auf die Wirklichkeit. Aus den zahlreichen 3D-Scans, die im Computer zusammengesetzt werden, entsteht ein im Maßstab verkleinertes Gussmodell, nanogenau aus Polyester gefräst. Erst daraus wird die Negativform aus Kautschuk für den Guss der Skulptur gegossen. Ein Arbeitsprozess, der Monate dauert und zahlreiche Spezialisten und hochqualifizierte Werkstätten erfordert. Wie die meisten Kinder liebte Joseph Marr Süßigkeiten. Die süße Begierde, die immer auch sehnsüchtiges Verlangen und Belohnung war für einen nicht immer süßen Alltag. Joseph, Sohn eines australischen Malers und selbst früher Maler, kam auf die Idee, Skulpturen aus Zuckermasse herzustellen. Quietschgrün, gelb, rot und mit Geschmack. Himbeere, Waldmeister. Das ist kein Zuckerschlecken, sondern eine schwierige Herausforderung. Keiner hat so etwas je probiert. Ich habe sehr, sehr hart daran gearbeitet, dass diese Dinge möglich wurden. Ich habe Studien über Lufttemperaturen und Erwärmung und alle möglichen Schutzvorrichtungen betrieben. 2-3 Jahre dauerte es, bis ich wusste, wie man ein Material konservieren kann, das eigentlich vergänglich ist. Das hat mich gefreut, denn es passt zu meinem generellen Konzept, bei dem es um die Erfüllung von Sehnsüchten und Verlangen geht. Nicht nur sexuelle Wünsche natürlich, sondern alles, was man sich für das Leben erhofft. Für den bekanntesten Techno-Club Europas, das Berghain in Berlin,
hat Joseph Ma eine Skulptureninstallation geschaffen. Together. 9 im wahrsten Sinn ineinander verschmolzene Körper. 6 war die real inszenierte Situation während des eine Nacht dauernden Scanvorgangs. Die Skulptur, die Joseph Ma daraus machte, zeigt noch andere Dinge. Gleich einem gläsernen Sarkophag liegen die Körper, Haufen wie gefallene Krieger im Grab ihrer Leidenschaft. Ein Schlachtfeld der Liebe. Im Ernst, ich fühle mich eigentlich nicht als Bildhauer. Wenn man es näher betrachtet, mache ich vielmehr Objekte. Aber die Ästhetik dieser Objekte suggeriert, sie seien Skulpturen. Wenn wir ganz genau sein wollen. Manche seiner Skulpturen lässt Joseph Ma in Ausstellungen ohne schützende Lackhülle. Dann können sich die Besucher handgreiflich davon überzeugen, was es tatsächlich ist. Eine zuckersüße Verführung. Kunst. Die auch den Kindern schmeckt. Das war Metropolis für heute. Nächste Woche führt uns der Metropolenreport nach Odessa.